Intro von Let Her Go gibt es diese eine Stelle, ich glaube, da hat sich jeder schon mal die Finger verknotet. Als Grundlage für dieses Tutorial habe ich die Akustikversion von Passenger genommen, also nicht die Radioversion. Einfach, weil die Akustikversion für uns Gitarristen viel reizvoller und, wie ich finde, auch schöner ist. Und wenn du dir die Akustikversion mal genau anhörst, dann findest du einige schöne Verzierungen in Form von Hammerings und Pulls. Und das nicht nur im Intro, sondern vor allem auch in den beiden Zwischenspielen nach dem ersten Refrain und nach der Bridge. Ich erwähne es in letzter Zeit öfter, ausführliche Vorspiele von Coverversionen führen auf YouTube meist zu urheberrechtlichen Problemen, auf die ich liebend gerne verzichte. Deshalb fiel der Vorspieler auch hier etwas kurz aus, aber einen ausführlichen Vorspieler, den findest du in einem anderen Video, das ich in der Videobeschreibung verlinke. Und jetzt endlich mal zu Let Her Go, und zwar der Reihe nach. Es kann sein, dass dem einen oder anderen hier dieses Tutorial bekannt vorkommt. Und tatsächlich, das gibt es schon seit ziemlich genau 3 Jahren. Ich habe es ja schon mal erwähnt, es gibt einfach Videos, die fallen auf YouTube irgendwann hinten runter. Also die bemerkt irgendwann kein Mensch mehr. Und im Zuge meiner zukünftigen Rechtshänder-Tutorials, also gespiegelte Tutorials, ich kann nicht einfach jetzt rechts rumspielen, bringe ich einige davon überarbeitet und etwas aufgepimpt nochmal neu raus. Natürlich in der Hoffnung auf deutlich mehr Aufmerksamkeit. Denn sowohl der Song als auch mein Tutorial hätten es absolut verdient, finde ich. Und deshalb vergiss auf keinen Fall dein Like und kommentiere und teile das Video hier anständig, damit es diesmal besser klappt mit der Aufmerksamkeit, ja, und ich das in 3 Jahren nicht nochmal rausbringen muss. Let Her Go wird im Original mit Capodaster am 7. Bund gespielt und ich mache das hier jetzt genauso. Um beim Picking nicht zu verzweifeln, sollst du ein paar grundlegende Dinge beachten. Der Daumen zupft auf die Zählzeiten 1 und 3 den jeweiligen Basston des Akkordes und auf die Zählzeiten 2 und 4 die D-Seite. Und das durch das komplette Lied hindurch. Um die G-Seite zu zupfen, nimmst du den Zeigefinger, für die B-Seite den Mittelfinger und für die helle E-Seite den Ringfinger. Die grundlegende Picking-Technik von Let Her Go sieht dann folgendermaßen aus. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich zuerst das Zupfmuster sicher und fehlerfrei anzueignen, bevor man dann mit dem Lied weitermacht. Nun ist es so, dass zumindest im Intro das soeben gelernte Picking-Muster doch extrem variiert wird. Umso wichtiger, dass du die vorhin gelernten Zupfregeln genau einhältst. Der Auftakt zum Intro beginnt mit einer Mini-Melodie, die jeder sofort erkennt. Danach geht es gleich in einen F Major 7 Akkord, bei dem du das tiefe F mit dem Daumen greifst. Zuerst lässt du die G-Seite noch frei und hämmerst dann auf die Zählzeit 1 und mit dem Mittelfinger auf deren zweiten Bund. Im zweiten Takt wechselst du auf die Zählzeit 3 auf einen G6 Akkord und wiederholst mit gegriffenem Basston die Melodietöne vom Anfang. Beide Takte nochmal zusammen. Im dritten Takt dann ein A-Moll, auch mit einem Hammering auf den zweiten Bund G-Seite, hier aber logischerweise mit dem Ringfinger. Im vierten Takt dann wieder ein G6-Akkord mit den Melodietönen. Die ersten 4 Takte des Intros zusammen.
Takt 5 dann wieder das F Major 7 vom ersten Takt, inklusive dem Hammering. Im 6. Takt kommt jetzt der eingangs erwähnte Fingerbrecher, der aber eigentlich gar keiner ist. Also zumindest wenn du dich an die vorhin aufgestellten Zupfregeln hältst. Und da erfahrungsgemäß hier die meisten Schwierigkeiten auftreten, behandle ich diesen Takt mit der erforderlichen Ausführlichkeit. Du bleibst im 6. Takt zuerst noch auf F Major 7, greifst aber auf die Zählzeit 1 zusätzlich noch mit dem kleinen Finger den dritten Bund der hellen E-Saite. Auf 1 und ziehst du diesen dann wieder von der Saite ab. Und auf die Zählzeit 2 zupfst du die D-Saite mit dem Daumen und auf 2 und die G-Saite mit dem Zeigefinger. Auf die Zählzeit 3 greifst du dann den G6-Akkord. Dieses Mal aber zuerst mit dem Zeigefinger auf dem ersten Bund B-Seite. Der kleine Finger hämmert dann auf die nächste Zählzeit 3 und auf den dritten Bund der B-Seite. Auf die Zählzeit 4 dann noch die D-Seite und auf die 4 und die helle E-Seite. Takt 5 und 6 des Intros nochmal zusammen. Im 7. Takt dann endlich mal unser eingeübtes Picking-Muster. Ein A-Moll, das im 8. Takt noch weitergeführt wird, ehe du auf die Zählzeit 3 auf G6 umgreifst, um wieder die Melodietöne zu spielen. Danach wiederholst du die ersten 7 Takte des Intros. Im 8. Takt der Wiederholung folgt auf die Zählzeit 3 ein Übergang mit G-Dur in den darauffolgenden Refrain. Und bei diesem G-Dur genügt es, wenn du die tiefe E-Saite greifst. Das komplette Intro im Zusammenhang. Im Refrain kommt jetzt endlich unser gelerntes und hoffentlich gut geübtes Picking-Muster voll zur Geltung. Und mal abgesehen von C-Dur, bei dem Passenger noch ein Hammering einfügt, bleibt hier alles beim Grundzupfmuster. Erster Takt F⁻². Hier lässt du die G-Saite ungegriffen. Takt 2 C-Dur. Hammering auf die Zählzeit 2 und mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Saite. Takt 3 G-Dur. Hier reicht auch wieder der Ringfinger auf den dritten Bund der tiefen E-Saite. Vierter Takt A-Moll.
Dann wieder ein F Sus 2. C-Dur mit Hammering. Und 2 Takte G-Dur. Im ersten Refrain wiederholst du danach die ersten 6 Takte und spielst dann den Ton G mit dem dritten Finger auf dem dritten Bund der tiefen E-Saite. Bei allen anderen Refrains wiederholst du einfach die ersten 8 Takte oder spielst die letzten 2 Takte G mit folgender Variation. Ab der Zählzeit 3 des ersten G-Taktes, also quasi der Takt 15 im Refrain, spielst du ein C-Dur mit dem Basston G und ziehst auf die Zählzeit 1 des nächsten Taktes den Zeigefinger vom ersten Bund der B-Seite ab, schlägst dabei aber zusätzlich die tiefe E-Saite an. Nach dem ersten Refrain folgt gleich das erste Zwischenspiel. Wenn ich hier die Radioversion behandeln würde, würde ich hier jetzt anschlagen. Aber ich habe mich bekanntlich für die Akustikversion entschieden und da wird fröhlich weiter gezupft. Und nicht nur das, hier variiert Passenger auch recht kräftig. Die Akkordfolge ist die gleiche wie in der darauffolgenden Strophe mit A-Moll, F-Dur, G-Dur, E-Moll, A-Moll, F-Dur und 2 Takten G-Dur. Im ersten Takt A-Moll ein Hammering auf die Zählzeit 3 mit dem Zeigefinger auf den ersten Bund B-Seite mit gleichzeitigem Daumenanschlag der A-Seite. Darauf folgt ein F-Dur, das du im Übrigen genauso greifst wie ein F Major 7. Da aber hier die helle E-Saite nicht mitklingt, heißt der Akkord einfach nur F-Dur. Und bei diesem F hämmert der Mittelfinger auf 1 und auf den zweiten Bund der G-Saite. Danach G-Dur. Ein E-Moll. Takt 5 wieder A-Moll, diesmal ohne Hammering. F-Dur mit Hammering. Takt 7 und 8 ein G-Dur mit der Variation, die ich im Refrain schon besprochen hatte. Ja, ist hier alles etwas anders als jetzt im Grundpicking. Ich spiele es dir langsam vor. Mach es nach oder spiele auch einfach nur das Grundmuster mit den angegebenen Akkorden, falls es dir zu kompliziert wird. Ist ja kein Problem, das klingt auch gut.
der darauffolgenden Strophe spielt das grundlegende Zupfmuster dann wieder eine tragende Rolle. Aber auch hier spielt Passenger in den Takten 7 und 8 bzw. 15 und 16 die bekannte Variation aus dem Refrain. Die Akkordfolge ist die gleiche wie im Zwischenspiel. A-Moll, F-Dur, G-Dur, E-Moll, F-Dur und Zweitakte G-Dur. Die Strophe komplett zu machen, wiederholst du diese 8 Takte. Okay, Intro haben wir, Strophe, Refrain und Zwischenspiel auch. Was jetzt noch fehlt, ist die Bridge. Diese kommt nach dem zweiten Refrain und das zweite Zwischenspiel, das fehlt auch noch. Dieses kommt direkt nach der Bridge. In der Bridge findest du die Akkordfolge A-Moll, F und Zweitakte G. Das Ganze zweimal und auch hier wieder ab und an ein Hammering oder Pull-Off, was aber alles schon mal da war. Oder fast schon mal alles da war. Soviel von mir zu Let Her Go von Passenger. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.